Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Fei Online. Wir sind Level 31, wir sind richtige 31er. Und wir sind mit dem Abenteuer im Schneeschmelzkönigreich fertig. Und wir treffen jetzt unseren Ausbilder. Ich vermute mal, wir werden jetzt neue Skills lernen oder irgendwie so in der Art. Und ja, schauen wir mal. Hallo und herzlich willkommen bei der Rigaer Berufsvereinigung. Also Job Change könnte es auch sein, aber ich glaube... Okay. Alter, das ist animiert. Animiertes NPC-Bild. Wow. Krass. Also es ist nicht viel animiert. Hey, ich kenne dich ja gar nicht. Bist du neu hier? Darf ich mich vorstellen? Ich bin heute vom Hauptquartier der Rigaer Berufsgilde in der königlichen Stadt. Da dein Kultivierungsweg eng mit der Rigaer Berufsgilde verbunden ist, wirst du in Zukunft sicher öfter mit mir zu tun haben. Okay. Oh, das bin... Hey, das bin ich. Ich bin das. Die Rigaer Berufsvereinigung, tut mir leid. Ich weiß im Moment nicht viel darüber. Ich habe nur gehört, dass die Beurteilungen beruflicher Fertigkeiten von ihnen durchgeführt werden. Das ist ein bisschen nervig, ich muss mein Handy im Querformat halten, sonst habe ich es immer im Hochformat gehalten. Ganz genau, vereinfacht gesagt ist die Rigaer Berufsvereinigung eine umfassende Organisation, die Schulungen, Kompetenzanalysen, Aufgabenverteilungen, Informationen für verschiedene Berufsfelder anbietet. Wir kooperieren mit der Regierung, sind ihr aber nicht unterstellt und handeln daher eigenständig. Sind sie hier, um sich zu einer beruflichen Weiterentwicklung beraten zu lassen? Normalerweise kommen Neulinge, die ich noch nicht kenne, zum ersten Mal hierher. Das hört sich an, als wären wir beim Arbeitsamt gelandet, Alter Mo. Ja, genau deshalb bin ich hier. Ich trainiere und übe schon eine Weile und denke, dass ich jetzt bereit bin, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Hört sich doch nach Jobchange an. Sehr gut, ich bewundere selbstbewusste junge Leute wie dich. Du hast denselben Stil wie ich damals. Erlaube mir daher ab jetzt meinen unbeschwerten Tonfall aufzugeben. Hören Sie genau zu, vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber diese Welt lebt nicht mehr in Frieden. Und mit nicht mehr in Frieden meine ich nicht nur die ständigen Konflikte und Kriege, die die Menschheit in den letzten Jahren heimgesucht haben, sondern vielmehr, dass der gemeinsame Feind unsere gesamten dass der gemeinsame Feind unseres gesamten strahlenden Volkes nicht länger schweigt. Harris und seine Flammenlegion haben ihre Operation begonnen. Oh Mann, das im Querformat ist echt ass, Alter. Holy moly ist das ass. Wie kann das sein, aber verstecken sie sich nicht schon seit 10 Jahren im Gebiet von Oval Sands? Oh mein Gott. Alter, holy wall of text. Leider, obwohl die strahlenden Völker, einschließlich uns Menschen, gehofft hatten, sie würden im Inneren bleiben und keinen weiteren Ärger verursachen, scheinen sie einfach nur unruhig zu sein, was uns wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Eine Einheit der wahnsinnigen Flammen hat bereits ihr Lager im uralten Grasland aufgeschlagen. Obwohl sie noch keine Aktionen durchgeführt haben, glauben wir, dass ihr Ziel definitiv mit dem strahlenden, versiegelten Land des uralten Graslandes, dem Tiefenreich des Schattenfalls, zusammenhängt. Die Reaktion der Regierung fiel diesmal unerwartet positiv aus. König Ludwig dürfte sich nun noch mehr Sorgen um seine ohnehin schon brüchige Macht machen. Die Regierungsarmee hat uns ausfindig gemacht und um Zusammenarbeit gebeten, woraus unsere Rigaer Berufsgilde eine ansehnliche Summe Geld erhalten hat. Ob aus Verantwortungsgefühl oder aus anderen Gründen, es ist unerlässlich, den Zweck des Einsatzes der Flammenlegion zu untersuchen. Flammenlegion klingt fast ein bisschen wie bei WoW, Burning Crusade, oder? Oder Legion. Ihre Eignungsprüfung für eine Beförderung hat begonnen. Wir benötigten Ihre Unterstützung bei einer relevanten Untersuchung der Streitkräfte der Flammenlegion im uralten Grasland. Anschließend bewerten wir Ihre Leistung, um festzustellen, ob Sie für eine Beförderung geeignet sind. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an Taigu Grasland und kontaktieren Sie Lester in der Niederlassung Taigu Grasland. Oh, zum Glück wieder hochkant. Oh Gott, dieses Format hat mir gar nicht gefallen. Ja, weil der Text auch automatisch viel kleiner ist. Du hast ein größeres Bild, also ist der Text kleiner. Zum Leben gehören guter Wein und Freiheit und ich habe mich deshalb für die Rigaer Berufsgilde entschieden, weil sie beides bietet. Ich werde all dies beschützen
und selbst die stärksten Feinde nicht fürchten, sagt my boy. Okay, Grasland, da waren wir ja schon. Das heißt, nee, genau das machen wir nicht, sondern wir benutzen hier eins der Blinkwings. Ich weiß leider nicht mehr, welches von beiden es war. Das ist es nicht, dann muss es das hier sein. Oh, das ist ein Blinkwing auf Madrigal. Okay. Hier ist nichts dabei, was ich brauche. Kein einziges davon ist das Grasland. Hä? Hä? Das Grasland ist nicht dabei. Hä? Aber das hier muss es dann sein. Das ist es. Hä? Das ist einfach nicht dabei. Wie nutzlos ist das denn, Bro? Also hier müssten wir eigentlich richtig sein. Ja, sieht gut aus. Was für ein nutzloses Blinkwing, Alter. Aber ich finde es heftig, dass sich hier animierte NPC, keine Ahnung, wie man das nennt, Porträts haben. Auch jetzt keine, ja, ist jetzt auch nicht so, dass sie das Rad neu erfunden haben. Aber ich finde es doch erstaunlich, wie viele Sachen die hier haben, die es bei uns nicht gibt. Weder in Universe noch in Flive PC. Du musst S11 Dragoon sein. Ich habe bereits eine Benachrichtigung von heute erhalten. Die Untersuchung der Mad Flame Legion ist zwar eine Prüfung für dich, aber wir sind sehr dankbar für deine Unterstützung. Wir haben nun Informationen über den Standort des Lagers der Legion der Flammenden Flamme im uralten Grasland erhalten. Die Truppe ist klein, was darauf hindeutet, dass es sich lediglich um eine Vorausabteilung handelt. Wir kennen ihren Zweck nicht und benötigen weitere Informationen. Die Prüfungsaufgabe bleibt unverändert. Okay, ich verstehe. Sind die Regierungstruppen bereit für den Kampf? Die Regierungsarmee ist derzeit nicht bereit, eine direkte Konfrontation einzugehen, da Truppenverluste seiner Majestät König Ludwig nicht nutzen würden, der seine Streitkräfte benötigt, um mit den Lords fertig zu werden, die alle an seiner Position interessiert sind. Nun ist es an der Zeit, dass unsere Rigaer Berufsgilde eingreift. Wir nehmen Geld an, um Probleme für andere zu lösen. Wären die ungewöhnlichen Aktionen der Legion der Wahnsinnigen Flammen jedoch nicht mit der Sicherheit unseres gesamten strahlenden Volkes verbunden, wäre unsere Berufsgilde selbst bei höheren Gebühren absolut nicht bereit, einen solchen Auftrag von der Regierung anzunehmen. Also er sagt quasi, wir machen es nicht wegen am Geld, sondern um alle zu beschützen. Diese untätige Regierung ist wirklich besorgniserregend. Sie scheinen jetzt schon mit ihren eigenen Problemen völlig überfordert zu sein. Sollte es tatsächlich zu einem ausgewachsenen Krieg mit der Legion der Flammen kommen, sind sie sich da wirklich sicher, dass sie unbeschadet davonkommen werden? Der Text wird immer kleiner, Alter. Ich krieg gleich einen Kollaps, ey. Es wird immer kleiner, der Text. Was meinst du? 10 Jahre? Die Legion der Wahnsinnigen Flamme hat lange geschwiegen. Sie waren die wahren Sieger jenes Krieges vor 10 Jahren. Die Alliierten konnten das verlorene Gebiet, das sie besetzt hatten, nicht zurückerobern, aber sie kamen zurück, um Gerüchte zu verbreiten. Die Legion der Wahnsinnigen Flamme sei so vernichtend geschlagen worden, dass sie sich nicht mehr aus ihrem Hauptquartier traute. Das ist doch lächerlich. Ich habe nie geglaubt, dass die Dämonenrasse diesen Zustand der Welt zulassen würde. Sie würden sich niemals freiwillig von unserer strahlenden Rasse unterdrücken lassen und sind zum Überleben nicht länger allein auf die Schattenfallmacht angewiesen. Wie viel Macht sie in den letzten 10 Jahren angehäuft haben, wissen wir nicht, aber ich habe die Vorahnung, dass diese Welt ihren friedlichen Schein bald ablegen und erneut in Krise und Aufruhr versinken wird. Mann, ein Optimist also. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber wir können die Gegenwart kontrollieren. S11 Dragoon, bitte begeben Sie sich zum im Geheimdienstbericht eingegebenen Lager der Legion der Flamme und untersuchen Sie die Lage, um neue Informationen zu gewinnen. Och, bitte nie wieder Quertext, ey. Also das ist wirklich anstrengend. Weil das Problem ist halt, es wird einfach random kleiner und größer. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist so das Schlimmste an Google Lens, würde ich sagen, dass die Textgröße immer anders ist.
Ich habe nie geglaubt, dass die Dämonenrasse diesen Zustand der Welt zulassen würde. Sie würden sich niemals freiwillig von unserer strahlenden Rasse unterdrücken lassen und sich zum Überleben nicht länger allein auf die Schattenfallmacht anweisen. Wie viel macht sie in den letzten... Moment mal. Das ist das, was er schon gesagt hat. Okay, hä? Okay, er sagt uns einfach nochmal, was wir tun sollen. Okay, also wir sollen erst zum Lager gehen und dann prüfen, ob sie neue Informationen gewinnen können. Also, ob ich neue Informationen gewinnen kann. Ja, wobei, eigentlich ist es kein Problem. Also ich meine, es war schon immer so, dass der Text manchmal kleiner, manchmal größer ist. Ich hatte aber damit kein Problem. Beim Hochkant ist es halt nicht schlimm, weil du liest ja von oben nach unten. Aber wenn du von links nach rechts liest und so ein Display, so ein Smartphone-Display ist ja heutzutage doch relativ breit, ist das tatsächlich recht anstrengend. Außerdem muss ich auch noch ins Mikrofon lesen. Sonst hört ihr ja nicht, was ich sage. Eieiei. First World Problems. Okay, jetzt wird so eine klassische Situation. Ich bin gelandet und wurde instant angegriffen. Wow, und der benutzt wieder Ding. Guillotine. Wäre so lustig, wenn ich jetzt einfach instant gestorben wäre. Also ich glaube, unser Schaden ist tatsächlich ganz schön gestiegen. Oh, das sind mehrere. Oh, das sind 3. Oder? Ja. Wow. Okay, aber die waren auch, glaube ich, nicht so stark. Okay, das war's auch schon. Nee? Okay, was sind die anderen beiden Punkte? Das müssen wir uns nochmal kurz lesen. Benutze den Schmetterlingsteppich für Julia und begleite Julia nach Leicester. Oh, ist das die alte, die da am Boden liegt, oder was? RIP. Herr Schmetterlingsteppich? Ich habe doch den ganzen Text gelesen. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Oh. Ey! Was zum Teufel? Komm zurück! Oh, yo, chill! Fliegt die einfach los? Alter, wie krass ist das denn? Die fliegt einfach los. Hä, ne Julia wurde überhaupt nicht erwähnt und ein Schmetterlingsteppich auch nicht. Crazy. Naja gut, ich flieg die mal zum Lager zurück. Okay, wir sind da. Nice. Was nicht nice ist, dass der Typ mich auf Querbild-Modus anquatscht. Du bist zurück. Was ist das denn? Das ist mal Girl Julia, Bro. Die du nicht erwähnt hast. Das Mädchen war immer noch bewusstlos, als ich in der Nähe des Lagers der Flammenlegion ankam, traf ich zufällig auf 2 Soldaten, es waren 3, die darüber berieten, was mit ihr geschehen sollte. Da sie bereits bewusstlos war, rettete ich sie schnell. Seht euch ihre Kleidung an. Sie ist die geflügelte Feder der Weltenflügel. Es wundert mich nicht, dass sie ihr an einer geflügelten Feder... Es wundert mich nicht, dass ihr einer geflügelten Feder begegnet seid. Jeder wird das aktuelle Ziel der Legion der flammenden Flamme mit dem strahlenden Siegel in Verbindung bringen und die Weltenflügel, deren Aufgabe es ist, die strahlenden Siegel in verschiedenen Orten zu schützen, werden natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Diese geflügelte Feder wurde wahrscheinlich von den Weltenflügeln zum Lager der flammenden Flamme in diesem uralten Grasland geschickt, um die Lage auszukundschaften, aber obwohl sie bewusstlos ist, hat sie keine Verletzungen, weist keinerlei Anzeichen dafür auf, an einem Kampf teilgenommen zu haben. Es ist wirklich seltsam. Folgendes werden wir tun. Ich werde die Wings of the World kontaktieren und sie bitten, jemanden zu schicken, der dieses Mädchen mit den geflügelten Federn so schnell wie möglich zurückbringt. Level 32. Kein 31er mehr. Ich bin offiziell kein 31er mehr. Ich frage mich, ob Worldwing bereits Informationen aus dem Lager der Flammenlegion erhalten hat. Lasst uns das Lager der Flammenlegion später untersuchen und abwarten, ob Worldwing bereit ist, uns etwas preiszugeben. Darüber hinaus muss der Schattenfall-Abgrund genauestens überwacht werden. Er ist sowohl ein Schattenfall-Kraftfeld als auch einer der Orte der strahlenden Siegel. Sollte die Legion der wahnsinnigen Flamme tatsächlich alle strahlenden Siegel der Welt brechen wollen, wird der Schattenfall-Abgrund ihr erstes Ziel sein. Ich weiß, dass der Schattenfall-Abgrund seit jeher von Dämonen bewohnt ist. Gerade weil dieses Gebiet über eine große Menge Schattenfallkraft verfügt, nutzen es viele Kultivierende als Übungsfeld, um sich zu verbessern und Welle um Welle von Dämonen zu vernichten.
Ja, es wäre noch viel furchterregender, wenn keines der strahlenden Siegel da wäre, um es zu unterdrücken. Wir müssen im Schattenfallabgrund höchste Alarmbereitschaft haben und jegliche Aktivitäten dort genau beobachten. Bitte erkundigen Sie sich bei Benson, dem Offizier, der in den Schattensturztiefen stationiert ist, nach der aktuellen Lage in den Schattensturztiefen. Oh, wir haben wieder so eine Nachricht mit irgendwas. Was sagt das hier? Zwischen 22 und 72 erhältst du alle 10 Level einen Dankbarkeitstoken. Mit Token unterschiedlicher Stufen erhältst du Geschenke im Wert von insgesamt 5500 Goldmünzen. Außerdem bringen die Token dein Meisterglück. Ah. Welche Geschenke? Also soll ich sowas einfach mal aktivieren? Das geht wahrscheinlich nicht, weil ich kein Master habe. Ne, hier steht irgendwas mit 42. Okay. Die anderen habe ich auf die Bank getan. Ja. Gut, was sagt der Kollege hier drüben noch? Wahrscheinlich nochmal das gleiche, was wir schon gelesen haben. Ja, das ist das gleiche, was der vorhin schon gesagt hat. Das ist nur noch mal, dass man wahrscheinlich checkt, was gerade abgeht. Okay, also wir müssen erst mit irgendjemandem reden, dann wieder hierher kommen. Sprich mit Benson, genau. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hier sind sau viele Leute. Dann ziehe ich mal das Pad hier rein. Das ist einfach ein Robo-Teddy mit so mit so geilen Roboterwaffenarmen. Dann die haben diese super coolen Goldfische. Damn, das Spiel ist echt cool. Die haben so viele Sachen, die ich gern bei uns sehen würde. Das ist nicht mal, dass das Spiel irgendwie besser ist. Das ist halt einfach anders. Und ich meine, das Problem ist halt, ich habe bisher noch fast nichts gesehen, wo ich mir so denke, oh, das ist bei uns irgendwie cooler oder das ist bei uns so ultra einzigartig und das gibt's bei denen nicht irgendwie. Also sie haben gefühlt so viele Features wie Fly Universe für die damalige Zeit. Also, er ist Benson, der Garnisonskommandant des Schattensturzabgrundes. Oh, es gibt eine Benson Daily Commission. Wahrscheinlich sind deswegen so viele Leute hier. Die machen ihre Dailies. Okay, also ich denke, ich rede jetzt einfach mal des Oberstes, die Situation. Genau. Das scheint richtig gewesen zu sein. Hallo, Herr Benson, ich vertrete nun die Riga Professional Union, die Riga Berufsgilde, und möchte mich nach der aktuellen Situation in den Schattensturztiefen erkundigen. Aus irgendeinem Grund hat er das beides auf Englisch übersetzt. Dem gefällt das Querformat wohl auch nicht so gut. Unsere Beobachtungen zufolge hat die Flammenlegion zwar noch keine konkreten Operationen im Schattensturzabgrund gestartet, aber die Monster dort sind tatsächlich viel seltsamer geworden, seit sie ihr Lager im uralten Grasland errichtet haben. Okay, ich weiß, habe ich gerade was geskippt? Oh, tatsächlich. Du meinst, die Ankunft der Flammenlegion hatte einen Einfluss auf die Monster. Wow. Das wäre sehr schade gewesen, wenn wir das übersehen hätten. Ja, die Auswirkungen sind unübersehbar. Sie sind reizbarer geworden und scheinen im Schattenfallabgrund noch etwas zu suchen, dem Schattenfall-Kraftfeld. Die Monster in diesem Schattenfallabgrund sind niemals wirklich ausgestorben. Glücklicherweise sind Abenteurer und Kultivierende gekommen, um ihnen zu helfen und die Macht des Lichts zum Lichtsiegel im tiefsten Teil des Abgrunds zu bringen. Angesichts der jüngsten Ereignisse im Schattensturzabgrund habe ich den Eindruck, dass die Flammenlegion den Kreaturen, die auf irgendeinem Wege eingedrungen sind, Anweisungen übermittelt hat. Sie sollen den Schattensturzabgrund insbesondere in der Nähe des strahlenden Siegels nach etwas suchen. Was verbirgt sich hinter dieser Reihe seltsamer Aktionen? Wir wissen es noch nicht. Okay, das war's anscheinend schon. Was sagt der so? Benson, der Garnisonskommandant. Mitglieder aller Familien und Abenteurer können Quests von mir annehmen und Belohnungen erhalten. Falls ihr jemals die vierte, siebte der 9. Ebene von Schattenfall besucht habt, kann ich euch mit Hilfe meiner Teleportationsmagie dorthin befördern. Möge die Kraft des Lichts der Stärke verleihen, möge die Macht des Schattens anhalten. 3 Nächte. Okay, das klingt tatsächlich fast ein bisschen wie der Tower. Ohne Spaß, es klingt ein bisschen wie Tower Dailies. Oder? Verschiedene Ebenen. Tägliche Kommission. Das klingt doch ein bisschen verdächtig. Warum kann ich mich nicht bewegen? Ich kann nicht steuern. Ich kann legit nicht... Was ist los? Ich kann nicht steuern. Ich kann nichts machen. Hä? What is happening, bro?
Schluss! Schluss mit lustig. Was ist denn hier los, euer Mo? Das hatte ich auch noch kein einziges Mal. Sag mal. Keine Ahnung, was das gerade war. So. Ja, wieder Text sein Vater. Wonach suchen diese Dämonen? Wollen sie etwa das strahlende Siegel brechen, dann wären sie unglaublich naiv, seit die Göttin sich opferte und all ihre Macht einsetzte, um 5 strahlende Siegel in dieser Welt zu errichten. Herrscht auf dem Kontinent ein stabiler Zustand, der von strahlender Macht beherrscht wird. Die Schattenfallmacht wurde vollständig von der strahlenden Macht überwältigt und unterdrückt, weshalb diese Welt es den strahlenden Völkern einschließlich der Menschen ermöglichen konnte, weiterhin zu gedeihen. Wenn die Dämonen und andere dunkle Völker diese 5 strahlenden Siegel brechen könnten, wäre diese Welt längst ein völlig anderer Ort. Daher glaube ich, dass sie das Siegel schon vorher nicht brechen konnten und es jetzt auch nicht können. Wenn sie also wirklich nach einem Weg suchen, das Siegel des Lichts zu brechen, kann ich sie nur auslachen, weil sie so töricht und naiv sind. Na, ich glaube eher, du bist der naive Lil Bro. Anscheinend haben sie schon einen Weg gefunden. Ich hätte es beinahe vergessen zu sagen, jemand namens Yiju sucht dich und wartet schon lange auf dich. Geflügelte Feder, könnte es das Mädchen mit der geflügelten Feder sein, das ich vorhin gerettet habe? Die heißt Yiju? Nein, es war ein junger Mann, der sehr ernst aussah. Ich fragte ihn, was er wollte, aber er sagte nichts. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich stelle ihm ein paar Fragen und er antwortet meist nur mit wenigen Worten, wie geizig er doch mit seinen Worten ist. Ach, ich mag ihn wirklich nicht. Und noch viel schlimmer, er ist tatsächlich attraktiver und größer als ich. Ich halte das nicht aus. What? Sich aufzuregen ist ungesund. Wartet er immer noch auf mich? Einfach ein Chat. Ja, du solltest ihn aufsuchen und sehen, ob er bereit ist, seine Zeit mit dir zu verschwenden. Ja, wenn er nach mir gesucht hat, ist er offensichtlich danach dazu bereit. Ja, okay, das ist wieder der Standardtext. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kurzen Cut. Ja, leider sehr viel Lesen, sehr wenig Action, aber gut, wir starten ja im Endeffekt eine neue, große, offensichtlich sehr relevante Quest-Reihe, die uns ja auch zu diesem Schattensturz, wie war es nochmal? Egal, auf jeden Fall offensichtlich neues Gebiet, das sehr relevant zu sein scheint, mit täglichen Aufgaben. Das wäre der erste Content, den wir dann wahrscheinlich auch farmen würden, vielleicht ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht wirklich vor, in dem Spiel hier Dailies zu machen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich meine, wenn sie sich extrem lohnen und halbwegs schnell gehen, dann würde ich sie auf jeden Fall schon ab und zu mal mitnehmen. Aber ja, darüber werden wir wahrscheinlich noch mehr erfahren. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell schon einen Punkt erreichen, wo hier Dailies irgendwie ins Spiel kommen. Ich hatte echt nicht wirklich gehofft. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, aber gehofft hatte ich jetzt nicht wirklich, dass wir hier Dailies haben. Egal. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar, ein Abo da und wie immer schaut gerne auch auf Twitch vorbei. Ich bin jeden Tag live auf Twitch. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.